Herzensgrüße vom 25. Juni 2025. Raids und Überfälle. Hallo ihr Lieben. Es war einer dieser Tage, an denen Chernaros teilweise sein wahres Gesicht zeigt und zugleich immer wieder ein anderes trägt. Man schaut zweimal hin und ist sich dennoch nicht sicher, wen oder was man da eigentlich vor sich hat. Täuschung liegt in der Luft, Misstrauen keimt auf, aber auch Mut, Zusammenhalt und stille Gesten des Respekts. Man muss nur die Augen aufmachen. Einbruch bei Nigo und die Sache mit Herbert. Die Kunde erreichte mich früh. Nigos Crew hatte wieder einen schweren Verlust verkraftet. Ihre Behausung war Ziel eines erneuten Einbruchs geworden. Fahrzeuge gestohlen, darunter ein weißer Ader mit grüner Fahrradtür und Herbert, Selinas roter Gunther mit den markanten blauen Türen. Selina war am Boden zerstört. Hatte sie den kleinen Herbert doch gerade erst richtig lieb gewonnen und ihn mir in Prigorodki stolz präsentiert. Und ich spürte ihren Schmerz wie meinen eigenen. Diese Fahrzeuge waren für uns inzwischen mehr als nur Fortbewegungsmittel. Sie waren Heimat, Erinnerung, Sicherheit und auf gewisser Weise auch die einzigen Freunde auf den einsamen Landstraßen. Wenig später meldete ersetzbares Crewmitglied von Prigorodki einen Schuss auf einen Fremden mit rotem Gunther, der sich ins Sumpfgebiet zurückzog. Niemand von uns hatte geschossen. Dazu gab es keinen Grund, wir waren friedliebend. Aber ich ahnte, dass es das Werk des Scharfschützens sein könnte, und so langsam dämmerte es mir, wer sich dahinter verbarg. Auch wenn ich noch immer nicht verstand, was ihn zu seinen Taten trieb. Zeitvertreib, die Lust auf leichte Beute? Vor allem, wenn mein Verdacht sich bestätigte und es wirklich die Person war, dann war er mir bisher als freundlich erschienen. Aber nun fügte sich da ein Bild zusammen, das ich nicht zuordnen konnte. Es war, als ob zwei Seelen in seiner Brust wohnten. Ich kannte dieses Gefühl, aus Verletzung heraus agieren zu wollen, aber ich hatte mich gegen diesen Weg entschieden, vor langer Zeit, und tat es inzwischen jeden Tag aufs Neue. Die Insassen des Fahrzeugs besetzten den Rohbau. Ersetzbares Crewmitglied Nummer 371 zog sich taktisch zurück und beobachtete. Die Sorge, war das Nigos Herbert oder einer meiner Gunther? Ich machte mich sofort an die Überprüfung und konnte erleichtert feststellen, sowohl Treue 2.0, die ich von Nigo bekommen hatte und den ich John bzw. Cripsy geschenkt hatte, als auch das Herzmobil, das mir die Beresino Boys überlassen hatten, waren unversehrt. Damit blieb nur ein logischer Schluss. Der Gunther da unten war vermutlich in der Tat Herbert. Nigos Crew machte sich auf den Weg. Süder versuchte unterdessen mit 3 gezielten kommunikativen Vanillaschüssen und dem Rennen übers offene Feld den Bergsniper vielleicht aus der Reserve zu locken, damit sich Misha seiner annehmen konnte. Doch es blieb still. Auf dem Weg zum Camp, um Selinas Auto zu retten, wurde Nigo aufgehalten. Es fielen Schüsse, aber am Ende starb zum Glück niemand. Der rote Gunther zog schließlich aus Prigorodki ab und Nigo drehte um. Zweiter Anlauf und ein tragisches Opfer. Als wieder Ruhe eingekehrt war, beobachtete Süder Prigorodki vom Hügel aus. Bald sah sie jemanden übers Feld rennen und beschloss, Kontakt aufzunehmen. Erst wich er aus, rannte vor ihr davon, aber Süder wäre nicht Süder, wenn sie sich einfach abschütteln ließe. Ich hörte, wie sie im Funk fluchte: „Ich hasse es, wenn Bambis nicht reagieren“, und musste grinsen. Schließlich hielt der Fremde an und antwortete: „Hallo?“ Süder stellte sich kurz und knapp vor. „Nummer 371, BDU. Hallo, wen habe ich vor mir?“ Doch statt zu winken, zeigte ihr das Gegenüber offensichtlich den Stinkefinger. Ich hörte sie noch im Funk. „Meinst du das jetzt ernst?“ Und ich malte mir schon das Schlimmste aus. Ich rechnete damit, dass sie nun auf eigene Faust Beinschüsse üben würde. Aber er schien sie rechtzeitig zu beschwichtigen. Nein, meine ich nicht. Er schien darauf, jede Menge andere Aktionen auszuführen. Winken, Hände hochhalten und natürlich das klassische Kehle aufschlitzen. „Was ist denn mit dir kaputt?“ schimpfte Süder. Er antwortete: „Alles gut, hab mich nur verdrückt.“ Offensichtlich ein Neuling. „Ich bin der Noel“, gab er auf ihre Frage zurück. Sie grüßte ihn nochmals und fragte, ob er etwas brauche. Schließlich begleitete sie ihn zum Camp in Prigorodki, wo er sich ausstatten konnte, und natürlich erklärte auch sie ihm ausführlich, was das für ein Ort war. Noel hatte Glück gehabt, ausgesprochenes Glück. Glück, dass er nicht vor ein paar Minuten ans Camp gekommen war, denn dann wäre er vermutlich sofort erschossen worden. Er ging frisch ausgestattet seiner Wege, gerade noch rechtzeitig. Dann die Rückkehr. Der Gunther war wieder da, der Rote, und dieses Mal hatte er eine Olga im Schlepptau. Die Sache war somit klar. Misha war bei Nigo eingebrochen und sie hatten Herbert in ihrer Gewalt.
Es kam zu einem weiteren Zwischenfall mit Schüssen auf das Auto. Weiß bebänderte Gestalten durchkämmten das Gebiet. Süder beobachtete alles schweigend aus der Ferne. Ultra, in Form eines nicht näher bezeichneten Bambis, vollführte wohl Berichten zufolge ein waghalsiges Manöver für Herbert. Doch ihr Einsatz kostete sie das Leben. Noch während der Staub sich senkte, wurde ein weiteres Bambi beschossen. Ich eilte unbewaffnet zur Hilfe, schiente sein Bein und leistete Erstversorgung. Glücklicherweise respektierten die Schützen trotz der angespannten Lage meine Neutralität und ich blieb unversehrt. Am Ende zogen die Angreifer wieder ab. Vielleicht, weil sie bemerkten, dass von unserem Camp aus kein Schuss auf sie erfolgt war. Wir hofften einfach, dass sie verstanden, dass wir für die Aktion eventueller Scharfschützen aus der Umgebung nicht verantwortlich waren. Aber mir war klar, wie fingiert das alles wirkte. Das falsche Herz. Und dann kam der Hammer des Tages. Banana-Ops kämpften gegen einen Angreifer vor ihrer Basis. In roter Sanitäterkleidung und mit weißer Armbinde. Eine Kombination, die nur eine Assoziation zuließ. Mich. Ich war entsetzt. Nicht, weil jemand meine Kleidung trug, sondern weil jemand vorgab, ich zu sein und damit im Begriff war, andere anzugreifen. Ich erinnerte mich sofort an die Sache mit Kevin und Max damals, als sie sich in Prigorodki als Samariter verkleidet und durch leichtsinniges Feuerwerk Hikaru in Lebensgefahr gebracht hatten. Was damals Tage der Aufklärung brauchte, schien sich heute zu wiederholen. Gleiche Masche, neuer Name und wieder war ich diejenige, deren Vertrauen auf dem Spiel stand. Glücklicherweise wussten die Banana-Ops, dass ich so etwas niemals tun würde. Das rechnete ich ihnen hoch an. Während der Vorfall geschah, war ich auch mit einer ganz anderen Aufgabe beschäftigt. Blutgruppenakquise. Ja, der Grind meines Lebens, aber dazu später mehr. Am Ende stellten sie den Angreifer. Zwar nicht zur Rede, aber er hatte zumindest keinen Schaden angerichtet. Nachtrag. Dann war da noch was in Solnitschny. Stimmt, das hätte ich völlig vergessen. Auf meiner Reise, ihr wisst schon, dieser endlose Marsch auf der Suche nach der perfekten Blutgruppe, kam ich auch durch Solnitschny. Und was soll ich sagen? Ich sah einen Überlebenden. Er wurde gerade von einer Zombie-Dame gejagt. Nicht ungewöhnlich in diesen Zeiten. Ich hob die Hand zum Gruß, wollte helfen. Und was bekam ich stattdessen? Einen linken Haken, mitten ins Gesicht. Ich taumelte, fing mich und fragte ihn, was der Quatsch solle. Aber er antwortete nicht. Stattdessen kümmerte ich mich, wie so oft, nicht um mein Ego, sondern um sein Leben. Ich lockte die Zombie-Dame von ihm weg, lenkte sie ab, hielt sie in Schach. Währenddessen hörte ich noch seine Stimme im Funk. Ja, erst mal hinkommen, aber diese blöde Tussi killt gerade den Zombie. Aha, diese blöde Tussi hatte ihm gerade das Leben gerettet. Danke für nichts. Ich schüttelte den Kopf, ließ ihn ziehen. Hätte er mit mir gesprochen, hätte ich ihm vielleicht sogar meine Axt angeboten, ihn gefragt, wohin er wollte. Vielleicht hätte ich sogar ein Taxi organisiert. Aber er war so in seinen Plan vertieft oder in seinen inneren Film, dass er nicht mal bemerkte, wie respektlos er sich gerade verhalten hatte. Und doch, irgendwie verstand ich ihn. Ich kenne das, wenn das Verlangen, zu den Freunden zu gelangen, so groß ist, dass es jede Höflichkeit frisst. Aber da war es wieder, dieser Stich, Gennaros hässliche Seite. Und für einen Moment spürte ich das vertraute Flackern in mir, das sagte, vielleicht solltest du einfach genauso sein. Einfach mal zurückschlagen, einfach alles sein lassen. So wie Süder. Später traf ich ihn wieder bei Three Valleys, wieder mit Zombies. Ich sah, wie er fiel. Vielleicht habe ich gezögert, vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich ihn nur retten wollen. Nicht alles ist so klar, wie es später erscheinen soll, aber es spielt keine Rolle. Als ich bei ihm ankam, war er bereits tot. Und ja, die letzte Würde, die hat er bekommen. Denn wir behandeln niemanden wie Müll. Nicht einmal jene, die uns so behandeln. Denn wenn wir das vergessen, dann sind wir am Ende wirklich verloren. Die Beresino Boys werden beradet und mein Weg zurück. Auch Yannick meldete seltsame Aktivitäten vor seiner Basis. Zunächst klang es so, als wollten sich zwei Gestalten von außen mit brachialen Mitteln am Tor zu schaffen machen. Es gab ein paar Warnschüsse, nachdem andere Kommunikationsversuche scheiterten. Dann blieb es ruhig. Als er später herauskam und die Umgebung prüfte, lagen ein paar Gegenstände verstreut vor seinem Tor. Eine Nagelkiste und Klebeband. Ich nahm es mit Humor. Schau mal, die haben dich gerade beradet. Als ich schließlich von meiner Reise nach der richtigen Blutgruppe nach Prigorodki zurückkehrte, sah ich einen roten Saka von Bausch und Nickel. Sie bewegten sich durchs Camp und verschwanden dann wieder. Ich beobachtete alles aus sicherer Entfernung und prüfte anschließend das Camp.
Mein Misstrauen gegenüber allem und jedem wuchs nach dem Durcheinander heute erheblich. Man wusste ja nie, wem kannte man noch trauen und wer war eigentlich wer. Meine Sorge war unbegründet. Alles war noch an Ort und Stelle. Kein Menschenfleisch, keine Schäden. Stattdessen neue Kürbisse in der Erde. Eine stille Geste, die mehr sagte als Worte. Das rechnete ich ihnen hoch an. Danke. Ich dachte an die Route, die ich genommen hatte. Ich war sogar im Norden gewesen auf der Suche nach einem Bluttestkit. Hatte bei Rob sogar vorbeigeschaut und das Gespräch gesucht. Vielleicht konnte ich ja Herbert freihandeln, aber leider traf ich niemanden in Nowodimitrovsk an. Andererseits überlebte ich so auch und konnte meinen Weg in den Süden fortsetzen. Unterwegs fand ich bei Riffi ein Unfallauto im Wald und machte es mit Jannik wieder flott. Auch Silas war am Ende des Tages wieder in Prigorodki, schweigsam wie immer. Keine neue Botschaft. Ich blieb vorsichtig und vielleicht etwas ruhiger. Konnte ich ihm noch trauen? Was meinte er mit seinem kryptischen Satz? Bootsunglück auf dem Meer. In der Nacht brachte ich Steve von den Silberwölfen, wie sie sich jetzt nannten, in Richtung Balota. Ihre Gruppe wollte umziehen, doch das Boot, das er benutzte, sank mitten auf dem Meer, samt Steve. Ich brachte ihn im Schutz der Nacht zurück zu seiner Truppe und wieder war ein Tag in Tschernaus überstanden, nicht ohne Schmerz, aber mit Hoffnung. Zum Schluss: Es ist nicht immer das laute Donnern, das uns erschüttert. Manchmal sind es die kleinen Dinge. Ein roter Gunther, der fehlt. Ein Teddybär vor der Tür. Eine falsche Armbinde. Manchmal sind es die Schatten derer, die in fremden Farben handeln und das Vertrauen rauben, das andere mit Mühe aufgebaut haben. Und manchmal fehlt mir einfach die Kraft, das alles weiter zu tragen. Aber es gibt auch andere. Die leise sehen, wo andere reißen. Die beobachten, statt zu zerstören. Die den Weg frei halten für Hoffnung, für Wiederaufbau, für Menschlichkeit. Und für sie lohnt es sich, jeden Tag neu aufzustehen. In diesem Sinne, passt auf euch auf und bleibt am Leben. Gezeichnet: Herz aus Gold.